Humanities Cookies, der Podcast für kleine Happen aus den Geisteswissenschaften. Willkommen zu Humanities Cookies, dem Podcast für kleine Happen aus den Geisteswissenschaften. Ich bin Leonie, Doktorandin in englischer Literatur und Kultur an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, und gemeinsam schauen wir uns immer kleine Themenabschnitte aus den Geisteswissenschaften an und schauen, wie wir die in der Realität entweder übersetzen können oder wo wir sie in der Realität vorfinden. Wir machen das Ganze also ein bisschen appetitlicher sozusagen. Heute soll es um zwei Begriffe gehen, die sehr komplex und vor allem auch emotional aufgeladen sind, nämlich Erinnerung, vorrangig im Kontext der Erinnerungskultur, und Identität, also individuelle und kollektive Identität. Das alles werde ich versuchen zu erklären in dem Zeitraum, den es braucht, um American Cookies zu backen, also mehr oder weniger 12 Minuten. Und das Rezept für die Cookies, das findet ihr in den Shownotes. Schaut da also gerne jetzt vorbei, bereitet alles vor und dann steigen wir gleich in das Thema ein. Für unser heutiges Thema brauchen wir ähnlich wie die Zutaten für Cookies erstmal ein paar essentielle Bestandteile. Und zwar müssen wir 3 grundlegende Fragen klären. Die erste ist, was macht man in den Memory Studies? Was ist das überhaupt? Die zweite, was ist eigentlich Erinnerung? Was verstehen wir darunter und wo finden wir diese vor? Und wie hängt das mit Identität zusammen? Und all das versuchen wir dann nochmal einzuordnen, wie wir das in unterschiedlichen Feldern, beispielsweise in meinem Feld der Literaturwissenschaft, greifbar machen. Die Ansätze, die ich dafür gewählt habe, denn es ist ein sehr breites Feld, es gibt also sehr viele unterschiedliche Ansätze, die man dafür wählen kann, ist die Soziologie, die Cultural Studies, und wir werfen einen ganz kurzen kleinen Blick in die Neurologie, also die kognitive Forschung der Erinnerungskultur. Insofern ab in den Ofen mit den Cookies und wir steigen mit unserem heutigen Thema ein. Für den Einstieg habe ich mir folgendes Zitat ausgesucht, was aus David Löwenthals Buch The Past is a Foreign Country stammt. Das blende ich euch jetzt gleich nochmal ein. All memory transmutes experience, distills the past rather than simply reflecting it. Memory sifts again what perception had already sifted, leaving us only fragments of the fragments of what was initially on view. Das heißt, Erinnerung können wir quasi als eine Art Filterprozess verstehen, anders als Geschichte beispielsweise. Es geht also nicht sonderlich um Fakten, sondern in erster Linie um Erzählung. Das ist auch der große Unterschied zwischen Geschichte und Erinnerung. In Geschichte geht es in erster Linie darum, objektive Fakten bzw. Kontexte zu erklären und zu erfassen, während sich Erinnerung eher mit subjektiven Erzählungen auseinandersetzt und dadurch oft sehr viel strenger gefärbt ist. Was macht man also in den Memory Studies? Da gibt es sehr, sehr viele interdisziplinäre Ansätze, weil es ein sehr großes Forschungsfeld ist, was auch heute noch nicht klar definiert ist, beziehungsweise wir können es nicht einem gewissen Department beispielsweise an einer Uni zuschreiben. Es gibt also oft interdisziplinäre sogenannte Memory Labs, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die in erster Linie aus Psychologen beispielsweise bestehen, aber auch aus Soziologen, Literaturwissenschaftlern, Neurologen. Also ein sehr komplexer Prozess. Und die Geistes- und Naturwissenschaften bieten da sehr unterschiedliche Ansätze, die wir uns gleich anschauen werden, denn jeder Ansatz hat einen bestimmten Fokus und bietet unterschiedliche Vorteile. In der Neurologie können wir beispielsweise die Prozesse im Gehirn sichtbar machen und uns anschauen, wie Erinnerung tatsächlich verarbeitet wird, während wir in der Literatur oder Geisteswissenschaft generell, also in den Soziologien beispielsweise, uns eher anschauen, wie das im gesellschaftlichen Kontext funktioniert. Wie werden Erinnerungen beispielsweise über Generationen hinweg weitergegeben und wo finden wir Erinnerungen in der Literatur, in der Kultur, in allen Formen der Gesellschaft. Bevor wir allerdings sehr theoretisch werden, habe ich erstmal rumgefragt, was denn andere von Erinnerung halten, beziehungsweise wie sie Erinnerung definieren. Und als zweite Frage, was für sie Erinnerung bedeutet. Da hören wir jetzt mal rein. Erinnerungen sind sehr starke Gefühle, würde ich sagen. Also ich finde, manchmal hat man das Gefühl, dass man nicht nur sich daran erinnert, sondern wirklich in diesem Moment nochmal ist und das so über die Gefühle so am Leben gehalten wird, sage ich mal. Also, dass man über die Gefühle auch sich an bestimmte Details nochmal erinnern kann. Für mich sind Erinnerungen schon so die Fragmente, die
ja, mir meine Lebensgeschichte auch erzählen, auf eine Art. Ne? Also die Bilder, die ich im Kopf habe, die Szenen, die alle ja verbunden sind mit realen Ereignissen. Erinnerung ist für mich super wichtig. Ich finde, das sieht man sehr gut, wenn man zum Beispiel also ich denke da immer an meine Oma, die irgendwann Alzheimer bekommen hat, die dann plötzlich alles vergessen hat. Also einerseits ihre eigenen Erinnerungen, aber auch natürlich Erinnerungen der Menschen, die sie umgeben. Deswegen finde ich, ist Erinnerung so eins der Kernelemente des menschlichen Seins. Also ganz schnell und so als erstes kommen einem natürlich, wie bei jedem Menschen, Erinnerungen an Kindheit hervor, die stark emotional sind. Ich denke immer ans Fußballspielen mit meinem Vater in Sommermonaten im Garten oder an Besuchen bei meiner Oma und dann bekommt man ein Eis spendiert. So, das sind so erste Assoziationen, die mir kommen. Da ich aber auch sehr gerne reise und irgendwann Reisen auch so zu meinem Forschungsthema gemacht habe, ist für mich, finde ich, sehr spannend, wie Menschen sich an ihren Urlaub erinnern und was sie daraus mitnehmen. Und da habe ich sehr schnell an das Souvenir gedacht, was man so aus dem Urlaub mitnimmt. Auch bei mir persönlich unterteilt man Erinnerungen ja in gute und schlechte Erinnerungen und vielleicht auch irgendwas dazwischen. Die guten, da erinnert man sich gerne dran, ist nostalgisch, bei den schlechten, die verdrängt man gerne mal. Ich glaube, Erinnerung für mich ist was sehr Persönliches. Jeder Mensch hat seine eigenen Erinnerungen. Jeder Mensch definiert auch vielleicht sein Handeln für die Zukunft über die Erinnerungen, die er gemacht hat. Erinnerung ist für mich sozusagen die im Gehirn gespeicherte Information von meinem Erlebten einerseits, aber auch des Erlebten vergangener Generationen, die sozusagen mir weitergegeben werden. Ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, als Naturwissenschaftler wäre meine erste Antwort, eine Erinnerung ist irgendwo eine Synapse in deinem Kopf. Aber es ist natürlich auch viel mehr als das. Nur weil eine Synapse vorhanden ist, erinnert man sich nicht jeden Tag an die gleichen Sachen. Einfach das Wissen über die Vergangenheit nur halt sehr momentspezifisch, also kein Geschichtswissen, sondern dass man selber dabei war. Ich würd vielleicht anfangen damit, dass Erinnerungen für mich mentale Bilder sind oder Sequenzen, die immer ein reales Korrelat haben, also ein Ereignis oder ein Erlebnis, also etwas, was wirklich passiert ist, so als erstes. Und dass es aber dann auch die Möglichkeit gibt, dass das voneinander abweicht. Ne? Das ist keine exakte Reproduktion, sondern es ist eben das, was bleibt, was nachhalt, was wir selber daraus generieren aus diesem Erlebnis, das ja oft viel zu schnell geht. Ne? Also im Moment des Erlebens erinnern wir es ja noch nicht so richtig, aber die Erinnerung setzt ja sofort danach ein und dann wird sie immer wieder umgearbeitet. Wir haben also gesehen, dass Erinnerung sehr subjektiv sein kann. Es gibt eine breite Palette an Erinnerungsdefinitionen. Es gibt auch eine breite Palette an Erinnerungsfärbungen. Also nehmen wir Erinnerungen als etwas Positives oder etwas Negatives dar. Unter anderem wurde auch genannt, dass Erinnerung sich beispielsweise auf Information beziehen kann. Das heißt, Erinnerung kann auch eine Denkstütze sein, wie beispielsweise in meinem Fall mein Notizbuch, was ich für meine Doktorarbeit verwende. Das ist für mich der wichtigste Speicher der Erinnerung, den ich in meiner Doktorarbeit verwende. Andererseits kann es aber auch eine hilfreiche Erinnerung sein, wie beispielsweise diese Karte, die ich von einem Aufenthalt in Schottland mitgebracht habe, von der Isle of Arran. Darauf ist natürlich nicht in erster Linie nur die Landschaft abgebildet, sodass man sich zurechtfindet, sondern es sind auch Marker abgebildet, also Symbole, die entweder für die Kultur der Insel stehen oder für bestimmte Identifikationsmerkmale beispielsweise, die natürlich auch eine gewisse Sprache wiedergeben. Ein anderer sehr persönlicher Erinnerungsartefakt, wie man fast schon sagen kann, kann beispielsweise der Kettenanhänger des Lieblingsbuchs sein, in diesem Fall Little Women. Und im besten Fall kann man in diesen Anhänger noch andere Erinnerungen packen, beispielsweise die Fotos von Lieblingsmenschen oder Zitate, die einem besonders wichtig sind. Also auch hier spielt Materialität beispielsweise von Erinnerungen eine große Rolle. Was ich mir jetzt in erster Linie als Literaturwissenschaftlerin anschaue, ist die Bedeutung von Literatur und Erinnerung. In dem Fall ein schottisches Nationalmärchen oder eine schottische Nationalerzählung, im Original Scottish National Tale, in der es um autobiografische Einordnungen in das kollektive Gedächtnis geht.
Aber man kann beispielsweise auch im ganz Kleinen anfangen, indem man in sein alltägliches Leben guckt und sich Tagebücher anschaut. Auch das sind Erzählungen von Erinnerung, entweder der privaten Erinnerung aus dem autobiografischen Leben oder der Familienerinnerung. Und das bringt uns auch schon zum ersten großen theoretischen Teil, und zwar der Theorie nach Maurice Halbwachs aus den 1980er Jahren. Maurice Halbwachs hat nämlich sozusagen definiert, dass die individuelle Erinnerung nur im Kontext der Familienerinnerung entstehen und sich auch auf Dauer behaupten kann. Das heißt, wir überlegen uns ein Szenario, beispielsweise eine Familienfeier, und auf dieser Familienfeier wird über Erinnerungen aus dem familiären Kontext gesprochen, beispielsweise einen Urlaub, den man vor langer Zeit mal gemeinsam gemacht hat. Also ein gemeinsames Erlebnis, das aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Die Erinnerung existiert also nicht in der Isolation, sondern ist immer in einen Kontext eingebettet, der diese Narrative auch färbt. Die erste Erinnerung wird also besprochen und dadurch miteinander abgewogen. Und dadurch sind die Erinnerungen immer im Wandel. Das heißt, meine Perspektive auf diesen Familienurlaub wird eine andere sein als die meines Vaters, die meiner Mutter. Aber trotzdem haben wir alle eine gemeinsame Erinnerung. Die individuelle Erinnerung kann also nur existieren, wenn sie in den Kontext kollektiver Erinnerung eingebettet wird, indem sich die individuelle Person in der Gruppenerinnerung verortet. Das heißt, ich überlege, in welchem Kontext ich an diesem Urlaub teilgenommen habe und was dieser Urlaub für mich persönlich bedeutet. Und indem sich die Gruppenerinnerung in den individuellen Erinnerungen widerspiegelt. Das heißt, welchen Stellenwert hat diese Erinnerung in meinem Leben beispielsweise. Die Kerncharakteristiken von Erinnerung sind also in dem Sinne eine gemeinsame Datengrundlage, etwas, das objektiv existiert, und eine gemeinsame Sprache. Also da wird beispielsweise die Symbolik, wenn man so möchte, und auf linguistischer Ebene denkt, sehr wichtig. In der neurologischen Forschung wird auch hier angesetzt, und zwar wird da das Bewusstsein darüber, dass eine vergangene Erfahrung in der Vergangenheit liegt, als charakteristisch angesehen. Das heißt, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass ein Ereignis in der Vergangenheit passiert ist, damit es überhaupt als Erinnerung kategorisiert werden kann. Sozusagen der Sense of Pastness, wie man im Englischen sagt, oder doch der Sinn für die Vergangenheit. Also eher ein mentaler Zustand oder auch, wie Kleines definiert, a re-experience of an experience previously had. Das bedeutet, dass man nicht nur die Erinnerung abruft, wie das beispielsweise beim Lernen für eine Klausur der Fall wäre, sondern dass man sie wirklich wieder erlebt. Also auch die Emotionen, die man in dem Zeitpunkt empfunden hat. Es geht dementsprechend nicht nur um die Wiedererfahrung, sondern es geht auch um die Erfahrung der Vergangenheit als Vergangenheit. Das bedeutet, man verortet sich zeitlich in der Vergangenheit. Nur wenn ich als Person eine Verbindung zur Vergangenheit habe und diese auch subjektiv als Vergangenheit wahrnehme, kann ich von einer Erinnerung sprechen. Und hier gibt es dann natürlich die Unterscheidung in die autobiografische Erinnerung, was sehr selbsterklärend ist, also Erinnerungen aus dem eigenen Leben, und die historische Erinnerung, also die Einordnung in einen größeren historischen Rahmen. Und da ist praktisch die klassische Frage, wo war man beispielsweise, als 9/11 passiert ist? Da ordnet man die eigene autobiografische Perspektive in die große historische Perspektive ein. Und diese Verhandlung, die da stattfindet, welchen Einfluss hatte das an diesem Tag auf meine persönliche Perspektive und welchen Impact, also welchen Einfluss hatte das auf den historischen Verlauf der Zeit? Das ist eine Verhandlung, die jede Generation wieder von Neuem praktisch vornehmen muss. Das heißt, jede Generation siebt wieder aus, wo wir wieder bei dem Anfangszitat von Löwenthal wären, wie wichtig Erinnerungen für ihre jeweilige Verordnung in der Zeit sind. Die Kritik, die man daran üben kann und die auch in dem Forschungsfeld existiert, also die Kritik an Halbwachs' Theorie, ist, dass sie von einem sehr positivistischen Ansatz ausgeht, in dem Objektivität der historischen Erinnerung angenommen wird, was natürlich nicht der Fall ist. Gerade wenn wir beispielsweise an Kolonialismus denken, ist die Narrative, die wir in Geschichtsbüchern finden, nicht immer die einzige Narrative, die existiert. Mein eigener Forschungsschwerpunkt setzt genau da an, denn ich schaue mir die schottische Perspektive auf Erinnerungskultur an. Die Perspektive auf Historie praktisch, wie wir sie zum Beispiel in den Geschichtsbüchern sehen, die versuche ich zu hinterfragen, indem ich mir anschaue, wie in den Vorläufern historischer Romane
die Gesellschaft dargestellt wurde, vor allem aber eine Gesellschaft im Falle der gälischen Highland-Kultur, die da an einem Zeitpunkt des Aussterbens stand. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts, nämlich wie hängt die Erzählung der Identität mit der Erzählung der Erinnerung zusammen? Wie beeinflusst uns die Erinnerung, von der wir tagtäglich umgeben sind, persönlich als Menschen? In diesem Fall gibt es 2 sehr bekannte WissenschaftlerInnen, die aus Deutschland kommen, nämlich Jan und Aleida Assmann. Sie sind die größten Namen im Feld der Erinnerungsforschung. Und beide haben den Begriff des kulturellen Gedächtnisses maßgeblich geprägt. Jan Assmann hat beispielsweise Maurice Halbwachs kritisiert, denn er meinte, dass Beziehungen in einer Gruppe im historischen Gedächtnis oder der historischen Erinnerung, je nachdem, welchen Begriff man verwenden möchte, denn im Prinzip ist von Memory die Rede, was sowohl Gedächtnis als auch Erinnerung bedeuten kann. Also je nachdem, ob im historischen Gedächtnis oder der historischen Erinnerung die Beziehungen in einer Gruppe bestehen, werden diese nach Maurice Halbwachs Prinzip nicht abgebildet. Das heißt, Halbwachs geht davon aus, dass es eine homogene Gruppe gibt, die die historische Narrative dominiert. Das ist aber, wie wir bereits gerade diskutiert haben, nicht der Fall. Die Beziehungen innerhalb dieser Gruppe, die werden komplett außen vor gelassen. Also wer die historische Narrative in erster Linie erzählt, das wird nicht verhandelt und welche anderen Perspektiven hier vielleicht komplett ignoriert werden. Der Entstehungsprozess wird also ausgeblendet und kann nicht mehr nachvollzogen werden. Stattdessen schlägt Jan Assmann das Konzept der Concretion of Identity vor, also der Bündelung von Identität basierend auf dem kulturellen Gedächtnis. Das kollektive Gedächtnis besteht laut Jan und Aleida Assmann aus dem kommunikativen und dem kulturellen Gedächtnis, also 2 unterschiedlichen Aspekten. Und das kommunikative Gedächtnis bezieht sich in erster Linie darauf, wie wird Erinnerung mündlich weitergegeben, also wie wird sie wirklich kommuniziert. Und das kulturelle Gedächtnis bezieht sich darauf, welche Traditionen wir wählen, um die Weitergabe von Erinnerungen über Generationen hinweg zu sichern. Für Kommunikation und Weitergabe von Erinnerungen ist die Selbstwahrnehmung hier in erster Linie essentiell. Also der Sense of Self, wie wir bereits erklärt haben, oder das Selbstempfinden. Wer sind wir in diesem Moment der Zeit? Dafür gibt es 6 verschiedene Charakteristiken, um uns bei der Definition zu helfen. Die erste ist das Gruppenbewusstsein. Das kann unter anderem durch den Definitionsmodus zum einen passieren, also wir sind Promovierende, wir sind Studierende beispielsweise, oder aber durch das sogenannte Othering, also die Abgrenzung von anderen. Wir sind keine wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Die zweite Charakteristika ist die Kapazität der Wiederherstellung. Können wir kulturelle Erinnerungen rekonstruieren? Und wenn ja, welches Wissen über die Vergangenheit wird auf die aktuelle Situation in der Gegenwart bezogen und warum? Das könnte man auch ein bisschen mit dem Zeitgeist übersetzen. Das dritte Charakteristika ist die Formierung, also die Vergegenständlichung, wie in dem Fall beispielsweise der Karte von der Isle of Arran oder dem kleinen Anhänger, den ich gerade hochgehalten habe. Also wie vergegenständlichen wir oder wie kristallisieren wir Erinnerung, um sie weiterzugeben und um sie in das kulturelle Erbe einer Gesellschaft aufzunehmen. Das passiert in erster Linie durch Institutionen, also beispielsweise Museen, aber auch Universitäten, also alle Institutionen, die die Kapazität haben, kulturelle, materielle Gegenstände zu konservieren und zugänglich zu machen für die Gesellschaft. Aber das kann auch Rituale beispielsweise beinhalten oder Schriften wie die Scottish National Tales und linguistische Formierungen. Als 4. Punkt haben wir die Organisation, das heißt Institutionen, die als Stützpfeiler für die Kommunikation des kulturellen Gedächtnisses fungieren, indem sie beispielsweise kommunikative Situationen durch Feierlichkeiten festhalten und die Spezialisierung von Trägern kultureller Erinnerung, heißt beispielsweise Volksfeste oder aber auch im Falle der Kirche beispielsweise Priester. Und es gibt als 5. Punkt die Verpflichtung, also ein sogenanntes Wertesystem und die Abwägung von Bedeutungen der unterschiedlichen Komponenten im kulturellen Gedächtnis. Welche Symbole sind beispielsweise wichtiger als andere? Welche spiegeln eher unsere Werte und Normen wider? Was wollen wir im kollektiven Gedächtnis für die nächste Generation bewahren und was fällt eher der kollektiven Amnesie zum Opfer? Und als 6. Punkt gibt es noch die Reflexivität. Das bedeutet, dass kulturelle Erinnerung auf 3 verschiedenen Ebenen nochmal reflektiert wird.
Auf der ersten Ebene geschieht die praxisreflexive Auseinandersetzung. Das heißt, übliche Praktiken werden zum Beispiel durch Redewendungen oder Rituale interpretiert. Auf der zweiten Ebene haben wir die Selbstreflexivität. Das bezieht sich auf die sich selbst zurückbasierende oder auf sich selbst zurückbeziehende Reflexivität, um zu erklären, zu unterscheiden, neu zu interpretieren und zu kritisieren. Die dritte Ebene ist reflexiv in Bezug auf das eigene Bild, also beispielsweise wie bei Halbwachs. Das Selbstbild der Gruppe wird durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen sozialen System wiedergespiegelt. Wie sehe ich mich beispielsweise im Kontext der Familie? Nichts davon ist je in Stein gemeißelt. Das ist einer der großen Punkte, die wir am Ende nicht vergessen dürfen. Identität und Erinnerungen sind immer in Bewegung und nicht je beständig. Also sie verändern sich permanent. Das, was uns heute beschäftigt, beeinflusst auch, an was wir uns erinnern und kann sich ständig verändern. An was wir uns diese Woche erinnern, das haben wir vielleicht nächste Woche schon längst vergessen. Das heißt, unser Lebensalltag auf alltäglicher Basis, also was wir heute im Alltag machen, das wird uns nächste Woche vielleicht gar nicht mehr beschäftigen. Und das beeinflusst auch, was wir heute an Informationen abrufen können und was nächste Woche in unserem Gedächtnis noch zur Verfügung steht. Unsere Cookies sind jetzt auch schon fast durch. Deswegen bleibt uns gerade noch so Zeit für ein kurzes Fazit, um nochmal zusammenzufassen, was die wichtigsten Punkte sind, die wir heute mitnehmen sollten. Zum einen ist Erinnerung immer eine Erzählung. Es ist keine Darstellung der Vergangenheit, es ist ein Filterprozess, es sind Fragmente sozusagen, die sich ständig verändern. Unsere Beziehung zu Zeit und Zeitlichkeit ist dafür essentiell. Historische Zeit beispielsweise unterscheidet sich ganz gravierend von zyklischer und monumentaler Zeit. Das wäre vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Aber wie wir unsere Zeit empfinden, das beeinflusst, wie wir uns auch darin positionieren und welche Erinnerungen für uns wichtig sind. Individuelle und kollektive Erinnerung sind genauso sehr miteinander verwoben wie individuelle und kollektive Identität, weil sich beides gleichermaßen beeinflusst. Das kollektive Gedächtnis setzt sich aus dem kommunikativen und dem kulturellen Gedächtnis zusammen. Ein Zusammenspiel, das ständig im Wandel ist und von jeder Generation neu verhandelt wird. Wo begegnen uns also diese Begriffe? Die können uns im alltäglichen Leben begegnen, beispielsweise im Tragen von Erinnerungsstücken, aber auch in der Literatur, in Universitäten, in der Schule, im Literaturkanon, überall dort, wo Gesellschaft stattfindet, aber vor allem gerade in der Politik. Das stellt natürlich auch die Frage, welche Gefahren birgt die Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur und Identität? Es sind sehr stark emotionalisierende Begriffe, die je nach Positionierung der Person im Kollektiv beispielsweise auch subversives Potenzial haben können. Das heißt Potenzial, was die etablierten Narrative in einer Gesellschaft unterläuft. Wenn wir hier beispielsweise wieder an den Kolonialismus zurückdenken, auch da gibt es eine bestehende Narrative, die beispielsweise von der Kolonialmacht etabliert wurde, und dann gibt es eine subversive Narrative, die von den indigenen Völkern gelebt wurde. Ich hoffe, ihr konntet heute etwas Neues zum Thema Erinnerung und vor allem auch Erinnerungskultur mitnehmen, und ich hoffe, ihr lasst euch jetzt eure Cookies gut schmecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal.